Spannend. Jeder, der sich halbwegs ernsthaft mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt hat, wird euch sagen, dass ihr nicht an der Kaffeemühle sparen solltet. Die Kaffeemühle ist essentiell, wenn es um gut gebrühten Kaffee geht. Jetzt kann es natürlich passieren, dass ihr eure Handmühle gerade ausgeliehen habt oder ihr seid im Urlaub oder ihr habt einfach keine Kaffeemühle, wollt aber trotzdem euer Tinder-Date mit einem leckeren Kaffee am nächsten Morgen beglücken, dann braucht ihr eine Alternative. Und heute schauen wir mal, ob das mit dieser Microplane Gewürzmühle auch geht. Wer Microplane kennt, weiß, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier im Endeffekt eine gelaserte Metallplatte, in der kleine Zähnchen reingelasert sind, die so ein bisschen hochgebogen sind. Das heißt, das Mahlgut wird im Ende mehr oder weniger abgeschabt oder abgeschnitten. Die Microplane nehme ich einfach auseinander, mache den Kaffee hier rein, mache wieder zu und drehe dann. Für Espresso, das kann ich euch gleich sagen, wird das nicht funktionieren, weil wir hier den Mahlgrad nicht einstellen können. Wir haben quasi eine Mahlgrad-Einstellung, eben das, was uns diese Microplane hergibt, und that's it. Ja, viel mehr können wir daran nicht verändern. Und beim Espresso kommt es wirklich darauf an, dass wir ganz genau einstellen können, wie fein unser Kaffee wird, um eben bestimmen zu können, wie schnell der Kaffee da durchläuft. Da wir mit hohem Druck arbeiten, ist es wirklich essentiell. Für Filterkaffee ist das aber wieder eine ganz andere Geschichte. Zumindest für gewisse Brühmethoden. Für einen klassischen Pour-Over wird es auch nicht funktionieren, weil auch hier muss ich über den Mahlgrad die Kontaktzeit des Wassers bestimmen. Das heißt, je feiner ich male, desto langsamer läuft der Kaffee durch. Und das ist hier eben nicht gegeben. Die einzige Methode, die hier funktionieren könnte, müssen wir eben mal schauen, ist die der French Press. Denn hier haben wir keinen Pour-Over oder Drip Coffee, sondern wir haben einen sogenannten Immersion Brew, also Immersionsbrühung. Das heißt, der Kaffee ist permanent mit dem Wasser in Kontakt, da läuft kein Wasser durch, sondern ich übergieße den Kaffee mit heißem Wasser und lasse ihn dann einfach stehen und ziehen und drücke dann nachher den Pressstempel einfach nach unten, wenn der Kaffee fertig ist. Das heißt, hier kommt es jetzt nicht ganz so genau auf den Mahlgrad an, denn hier kann ich mit der Zeit steuern, also ich kann entscheiden, wann der Prüfvorgang zu Ende ist, indem ich einfach den Stempel nach unten drücke bzw. die Kruste breche, und entsprechend kann ich hier ein bisschen tricksen. Für den Kaffee habe ich mich heute für einen Omni-Roast entschieden. Ist eine relativ unkomplizierte Sache, funktioniert für Espresso als auch für Filterkaffee, also ist nicht ganz so hell geröstet. Demnach sollte das eigentlich eine relativ unproblematische Nummer werden, was den Kaffee angeht. Für den Versuch habe ich die 12 Gramm Kaffee jetzt einmal mit der Microplane gemahlen und einmal mit der Niche und das Ganze dann ausgesiebt mit dem Groove Sifter. Das ist so ein Special Tool für Super Kaffee-Nerds, wo man im Endeffekt verschiedene Einsätze hat, verschiedene Siebgrößen und dann den Kaffee je nach Siebgröße aussieben kann. Ist jetzt natürlich kein Versuch nach internationalen Laborstandards, ganz klar, aber für unsere Zwecke soll es heute reichen. Geht ja nur darum zu gucken, wie sind die Anteile in welcher Partikelgröße. Ich habe jetzt hier drin gehabt eine 800 Mikrometer und eine 500 Mikrometer Platte. Das heißt, 2 Stufen konnten wir aussieben, beziehungsweise 3, wenn wir quasi die untere noch mit dazu nehmen. Und somit konnte ich das Ganze vergleichen. Ganz abgesehen davon, dass ich mit der Microplane 5 Minuten beschäftigt war, bis ich die 12 Gramm Kaffee gemahlen hat mich das Ergebnis trotzdem überrascht, denn die Streuung bei der Microplane war deutlich geringer wie bei der Niche. Denn bei der Microplane hatte ich 9,2 Gramm, die größer waren als 800 Mikrometer, dann hatten wir 2,7 Gramm, die größer waren als 500 und lediglich 0,1 als Fines. Fines sind ganz pulverfeines Kaffeemehl, das beim Brechen so einer Bohne normalerweise anfällt. Im Vergleich zu der Niche, da hatte ich 7,2 Gramm, 4,5 und 0,3. Das heißt, die Streuung bei der Niche war um einiges größer. Demnach können wir hier schon mal sagen, dass die Microplane, zumindest was das Mahlgut und die Verteilung angeht, definitiv mit einer Mühle mithalten kann. Des Weiteren muss man berücksichtigen, dass die Niche ein Kegelmahlwerk hat und eigentlich eine Espresso-Mühle ist. Sie wird zwar vermarktet mit, sie kann beides, kann sie theoretisch auch, aber nichtsdestotrotz ist sie doch bekannt dafür, dass sie einen etwas höheren Feinsanteil hat, was für Espresso super ist, für Filterkaffee eher weniger. Wobei auch hier ist es wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob man jetzt Scheiben- oder Kegelmahlwerke bevorzugt. Deswegen habe ich schon damit gerechnet. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich hier trotzdem mehr Feins habe, aber ganz offensichtlich nicht. Was die Zubereitung angeht, habe ich mich wie gesagt für eine French Press entschieden. Ich denke, das ist die einzige Brühmethode, die wirklich Sinn macht in diesem Vergleich. Und 200 Milliliter Wasser, 12 Gramm Kaffee bei 98 Grad für 3 Minuten ziehen lassen. Easy as that. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal, denn am Ende des Tages kommt es auf den Geschmack drauf an. Fangen wir mit diesem Kaffee hier an.
Das ist der Microplane Coffee. Spannend. Also, grundsätzlich, beide Kaffees schmecken gut, beide kann man wunderbar trinken. Man merkt aber, dass der von Niche ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Süße hat. Dafür fehlt ihm so ein bisschen die Frische, was aber ganz charakteristisch ist für einen Filterkaffee aus der Niche, weil die eben, wie wir vorhin auch gesehen haben, deutlich mehr Feins produziert. Im Gegensatz zu dem hier, der tatsächlich etwas klarer und etwas frischer und etwas spritziger schmeckt. Was wiederum auch für das Bild spricht, was wir nach dem Malen gesehen haben. Ist jetzt natürlich keine Blindverkostung, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ich eben gesehen habe, was das Malergebnis jeweils war. Und dann hat man natürlich schon so eine Idee, wie der Kaffee eventuell schmecken könnte. Bin mir aber relativ sicher, weil der Unterschied doch schon recht deutlich ist, dass ich das in der Blindverkostung auch rausgeschmeckt hätte. Wie dem auch sei, beide Kaffees kann man wunderbar trinken, sind lecker. Beide haben so ein bisschen anderen Schwerpunkt, was den Geschmack angeht. Von dem her kann man sagen, läuft, hat funktioniert. Alrighty, kommen wir zum Fazit. Kann man mit einer Gewürzmühle ordentlichen Kaffee machen? Die kurze Antwort ist ja, die lange Antwort ist, es ist kompliziert. Erstens, es hat ewig gedauert. 5 Minuten für 12 Gramm Kaffee, das ist schon eine Ansage. Da müsst ihr richtig viel Leidenschaft mitbringen und tendenziell auch einiges an Armschmalz. Und dann wollt ihr eventuell noch eine zweite Tasse machen, weil ihr noch Besuch habt. Also Spaß sieht für mich anders aus. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, go for it. Zweite Sache ist, ihr könnt den Mahlgrad nicht anpassen. Das heißt, eigentlich die einzige Brühmethode, die dafür in Frage kommt, ist die French Press. Ist nicht jedermanns Sache, ist nicht jedermanns Geschmack. Aber hey, wenn man Kaffee mit einer Gewürzmühle mahlt, dann hat man, glaube ich, andere Probleme als die richtige Brühmethode. Dritter Punkt, es ist eine Gewürzmühle. Das heißt, tendenziell habt ihr davor da drin Gewürze gemahlen. Und wenn ihr da drin Gewürze gemahlen habt, werdet ihr die nachher auch im Kaffee haben, wenn ihr das Ding nicht richtig ordentlich sauber macht. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, ein zusätzlicher Schritt. Ja, eure Entscheidung. Ich würde es nicht machen. Also, unterm Strich, habt ihr den nächsten Kaffee-Nerd, der euch sagt, kauft euch lieber eine ordentliche Mühle. Es gibt für relativ wenig Geld auch schon recht gute Handmühlen. Die sind doch tendenziell zu bevorzugen. Es geht schneller, es ist unkomplizierter, es ist sauberer, es ist schneller. Habe ich gesagt, dass es schneller ist? Ich glaube ja, schneller ist es auch. Aber solltet ihr eine gute Gewürzmühle brauchen, ich koche selber auch sehr viel, habt ihr immer im Einsatz, lohnt sich auf jeden Fall, ist ein schönes Ding. Und im Notfall könnt ihr auch mal einen Filterkaffee damit machen. Wunderbar, somit haben wir auch dieses Rätsel gelöst und ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß bei diesem nicht ganz so ernst gemeinten Video. Wenn ihr noch etwas über Feins erfahren möchtet, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das findet ihr hier. Ansonsten liken, abonnieren, klar, hier oben kommt ihr zu meinem Patreon-Account und hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann sage ich danke dafür, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.